Hallo liebe Kinder und liebe Erwachsene. Bei vielen von euch fangen die Probleme bereits in den allerersten Mathestunden an, weil viele gar nicht begreifen, was überhaupt Zahlen sind und was man mit denen überhaupt anfangen kann. Das erkläre ich euch heute ganz in Ruhe und ganz in Kürze. Was sind überhaupt Zahlen und wofür braucht man sie? Wir brauchen Zahlen bereits im Alltag, eigentlich an jeder Ecke unseres Lebens. Zum Beispiel, wenn wir Äpfel zählen, wenn wir Sachen kaufen, wenn ihr Schokoriegel zählt, wenn Kinder in eurer Klasse gezählt werden und so weiter. Auch bei eurem Alter braucht ihr Zahlen, damit ihr wisst, in wievielten Geburtstag ihr feiern müsst oder wie alt ihr vielleicht in 3 Jahren sein werdet. Deswegen gehen wir heute ganz zum Anfang der Mathematik und ich erkläre euch, wofür man Zahlen braucht und wie man die einfachsten Zahlen miteinander zusammenrechnen kann. Wir fangen heute mit den einfachsten Zahlen von 1 bis 10 an und ich schreibe sie einfach erstmal alle auf. Ich denke, die meisten von euch können bereits bis 10 zählen. So, das sind unsere ersten 10 Zahlen, mit denen wir überhaupt anfangen zu rechnen. Wir fangen an mit der 1. Die 1 ist einfach eine 1 und die 1 passt einmal in sich selbst rein. Wir versuchen jetzt die Zahl 2 zu zerlegen. Wie oft passt die 1 in die 2? Das wäre 1 plus 1 wäre 2. Wir nehmen die nächste Zahl. Die nächste Zahl ist 3 und wir schauen auch hier, wie oft die 1 da reinpasst. Das wäre 1 plus 1 plus 1. Wir gehen weiter zur nächsten Zahl. Als nächstes nach der 3 kommt die 4. Wir schreiben die 4 auf und schauen, wie oft da die 1 reinpasst. Wir haben 1 plus 1 plus 1 und nochmal plus 1. Und das gleiche machen wir nochmal mit der 5. Und wir schreiben nacheinander auf 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Bestimmt fällt euch bereits auf, dass es wie eine Art Pyramide aussieht. Wir haben mit einer Zahl angefangen und sind bei 5 Einsen, bei 5 einzelnen Einsen gelandet. Und wenn euch vielleicht auffällt, wenn wir bei der 2 ansetzen, wissen wir, die 1 ist hier zweimal drin. Hier haben wir die 1 auch erstmal zweimal drin und noch eine 1 dazu. Das bedeutet, bei der 3, das Pinke bedeutet das gleiche. Wir haben hier 1 und 1, oben 1 und 1 und wir können beides zu 2 zusammenzählen. Das heißt, die 3 können wir ebenfalls ausdrücken durch 2 plus 1. Und das ergibt immer noch das Gleiche. Wir suchen weitere Einserpaare. Hier haben wir zweimal die 1 und hier haben wir zweimal die 1. Und wir können auch hier aufschreiben, die ist mal 2, weil wir wissen, 2 Einsen ergeben 2 und nochmal plus 2. Und das ist immer noch 4. Bei der 5 suchen wir weitere Paare zusammen. Wir haben hier ein Einserpaar und hier ein Einserpaar. Und auch hier können wir aufschreiben, weil wir wissen, dass jedes Einserpaar 2 ergibt. Schreiben wir auf 2 plus 2 und die 1 bleibt übrig. Und wenn wir das zusammenzählen, ist es immer noch 5. Als nächstes beschäftigen wir uns mit der 3. Wir sehen, ich lasse die Einserpaare immer noch stehen, aber wir sehen, dass 3 mal die 1 3 ergibt. In den vorherigen Zahlen bei der 1 und 2 haben wir keine 3 Einsen zusammen. Das heißt, wir suchen 3 Einserfreunde bei der nächsten Zahl. Hier haben wir zum Beispiel
3 Einser zusammen und die 1 bleibt übrig. Deswegen können wir hier aufschreiben, weil wir wissen, dass die 3 Einsen auf der grünen Linie die 3 oben bedeuten, können wir aufschreiben 3 plus 1 und das ist immer noch 4. Das gleiche können wir auch bei der 5 machen. Wir suchen wieder 3 Einsen zusammen. Und was fällt euch hier auf? Wenn wir die 3 ersten Einsen zusammennehmen, haben wir am Ende noch 2 Einsen übrig und haben somit wieder ein Einser-Pärchen. Das bedeutet, wir können hier aufschreiben, die grünen Einser ergeben eine 3, wie wir oben sehen. Und das Zweierpärchen am Ende ergibt, wie oben bei dem pinken Streifen, eine 2. Und das ist immer noch 5. Somit haben wir schon mal die ersten 5 Zahlen weitestgehend auseinandergenommen. Was wir anschließend noch machen können, die 4 besteht aus 4 einzelnen Einsen und wir nehmen die alle zu einem Päckchen zusammen. Ich markiere sie einfach hier gemeinsam. Bei der 1, 2 und 3 haben wir diese Päckchen nicht. Das heißt, wir können nur bei der 4 selbst oder weiteren Zahlen, die nach der 4 folgen, weitere Pärchen zusammensuchen. Und wir haben hier 4 Einsen zusammen, genauso oben. Das bedeutet, wir können hier aufschreiben 4 plus 1 und es ergibt immer noch 5. Wir können mit jeder einzelnen Zahl so weitermachen, aber ihr seht, jede Reihe wird immer länger und es dauert immer länger, die einzelnen Paare oder die Dreierpaare oder die Viererfreunde zusammenzusuchen. Deswegen versuchen wir es ohne die Einsen. Wir fangen an bei der 6. Zuerst können wir noch einmal zur Veranschaulichung die 6 in 6 einzelne Einsen zerlegen und schauen, was hier drin ist. Wir fangen wieder an mit Pink. Wir haben hier ein Paar, hier ein Paar und hier ein Paar. Weiter gehen wir zu Grün über. Wir haben hier 3 Einsen und hier 3 Einsen und die 4 ist hier ebenfalls drin. Und wir haben immer noch ein Einser-Pärchen übrig. Das bedeutet, in Zahlen können wir bei der 6 aufschreiben. Wir fangen an mit Pink. 2 plus 2 plus 2 sind immer noch 6. Die grünen Streifen waren unsere Dreier. Das bedeutet 3 plus 3 ist auch immer noch 6. Und der blaue und der pinke Streifen würden 4 plus 2 bedeuten. Und wie ihr seht, je größer die Zahlen werden, können wir sie umso weiter zerlegen. Deswegen fangen wir nochmal quasi von vorne an und schreiben die Zahlen jetzt ohne Einsen auf, sondern schauen, welche Zahlen ineinander reinpassen und wie man sie ganz einfach zusammenrechnen kann. So, wir haben die 1 gehabt. Die 1 kann nur die 1 selber sein. Weiter haben wir die 2, die aus 2 Einsen besteht. Die 3 kann entweder aus Einsen oder 2 plus 1 bestehen. Wir versuchen alle Zahlen in nur 2 Zeilen zu teilen. Nicht mehr in ganz viele, weil unsere Aufgabe ist nicht ganz viel zusammenzuzählen, sondern uns die Zahlen möglichst einfach und bequem zu machen. Die 4 besteht zum Beispiel
aus 2 plus 2 oder 3 plus 1. Die 5 könnte aus 3 plus 2 oder 4 plus 1 bestehen. Die 6, bei der 6 gibt es mehr Möglichkeiten, das haben wir gerade gesehen. Wir haben zum Beispiel 3 plus 3 oder 4 plus 2 oder auch 5 plus 1. Bei der 7 würde es weitergehen nach dem gleichen Prinzip. Ihr könnt euch das wie vorhin, könnt ihr euch das in Einsen einteilen, farbig markieren und schauen, welches Paar wir wie oft bei der 7 finden. Hier schreiben wir es aber so auf. Das wäre zum Beispiel 1 plus 6 oder 2 plus 5 oder 3 plus 4. Mehr Möglichkeiten haben wir hier nicht. Bei der 8 entsprechend das gleiche Prinzip. 1 plus 7, 2 plus 6, 3 plus 5 oder 4 plus 4. So, unsere nächste Zahl wäre die 9. Auch hier fangen wir bei der 1 an und schauen, wie viel noch übrig bleibt. Das wäre 8, 2 plus 7, 3 plus 6, 4 plus 5. Und wir kommen zu unserer letzten Zahl. 1 plus 9 ergibt 10. 2 plus 8 ergibt 10. 3 plus 7 ist ebenfalls 10. 4 plus 6 und 5 plus 5. Eventuell fällt euch hier auf, dass wir an manchen Stellen auch gleiche Zahlen haben. Zum Beispiel hier 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 4 oder 5 plus 5. Was das für einen Hintergrund hat, werden wir in einigen der nächsten Stunden besprechen. Und ihr seht auch, dass je größer die Zahl ist, umso mehr Möglichkeiten gibt es, sie aus allen Zahlen zusammenzusetzen. Aber wie ihr sehen könnt, haben wir hier überall nur Zahlen von 1 bis 10, die wir auch schon oben aufgeschrieben haben. Und die können wir immer weiter entweder kleiner machen oder größer machen. Aber es kommen fast überall dann jeweils die jeweiligen Zahlen vor, die ihr dann zusammenzählen könnt. Das könnt ihr ausprobieren, selbst ganz viele Aufgaben rechnen, zuerst zerlegen, farbig anmalen und später werdet ihr euch dann immer sicherer werden, dass wir zuerst reichen, um die anfänglichen Matheaufgaben zu machen. Solltet ihr noch weitere Fragen haben oder sollte etwas unklar sein, könnt ihr mir immer in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch selbst sehr gerne ein Thema vorschlagen, entweder in den Kommentaren oder per E-Mail, die unten in der Videobeschreibung steht. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder mit einem weiteren Thema.